Hallo liebe Leute da draußen, ich bin heute hier, weil ich euch mal was über meine Tätowierungen erzählen wollte, auf die ich in letzter Zeit doch sehr verstärkt angesprochen werde, und ich wollte euch einfach mal meine persönliche Meinung zu dieser ganzen Sache schildern. Für mich sind Tätowierungen viel mehr als eine Modeerscheinung, eigentlich überhaupt keine Modeerscheinung. Für mich ist das mehr, ja, mein Leben auf meiner Haut, die wichtigsten Momente, die ich nicht vergessen wollte. Mein erstes Tattoo habe ich mir stechen lassen, da war ich 15 Jahre alt. Es war in einer Biker-Bar in meiner Heimatstadt Marburg. Da bin ich damals mit einem gefälschten Schülerausweis hingelaufen, bitte nicht nachmachen. Im Endeffekt hat der Tätowierer aber sich da auch überhaupt nicht für interessiert, dem war das ziemlich Ralle. Und das Motiv ist hier in der Mitte auf meinem Nacken, das ist ein Gecko. Die Geschichte dazu ist, dass ich damals eine Kette geschenkt bekommen habe von einer Bekannten. Und da ich ein Mensch bin, der, wie schon so oft gesagt, ziemlich gerne Dinge verliert, habe ich mir überlegt, wie mache ich denn das, dass ich dieses Motiv und diesen Moment nicht verliere, nicht vergesse. Mir ist dann eingefallen, ja, lass es dir doch einfach tätowieren, dann bist du auf Nummer sicher. Ich habe die Kette tatsächlich auch irgendwann verloren, war ja logisch. Aber das Motiv ist immer noch da und mit der Einstellung eigentlich weitergemacht. Und jedes Mal, wenn mir irgendwas Wichtiges passiert ist oder wenn ich irgendeine wichtige Erkenntnis neu bekommen habe, habe ich mir es tätowieren lassen. Meine persönlich wichtigste oder meine Lieblingstätowierungen, die ich habe, sind eigentlich zwei, die gehören mittlerweile zusammen, sind aber nacheinander gekommen. Das ist zum einen ein Vogelkäfig auf meinem Arm, in dem ein toter Vogel liegt, wo Leute immer wieder denken, hat die völlig einen an der Klatsche, versteht keiner, obwohl ich finde, dass es eigentlich eine ziemlich deutliche Aussage ist. Und zwar bedeutet das für mich, dass wenn ich nicht frei bin, dann geht es mir nicht gut und dann gehe ich ein, so wie der Vogel in diesem Käfig. Das habe ich mir stechen lassen, ich glaube eine Woche, bevor ich damals nach Mexiko abgehauen bin, weil ich hier in einer Situation war, damals in Berlin, wo ich nicht so wirklich weitergekommen bin und wo ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr so wirklich ich selber, ich bin nicht mehr so wirklich frei und bin ja deshalb dann auch nach Mexiko gegangen, um nochmal so komplett bei Null anzufangen, ohne Sprache zu können, ohne Geld zu haben, ohne ein Zuhause zu haben. Und das war dann so das Abschiedsgeschenk für mich selber, als ich aus Deutschland weggegangen bin. Nach 2 Jahren Mexiko hat sich dann das für mich bestätigt, dass das die richtige Entscheidung war, dahin zu gehen. Und dann habe ich mir da in so einer ähnlichen Klitsche wie damals bei meinem ersten Tattoo, auch in so einer völlig verschranzten Tätowierbar, einen Spruch tätowieren lassen. Ich lese den mal vor. Der Spruch lautet: "Down to Gianna or up to the throne, he travels the fastest who travels alone." Das ist ein Zitat von Kipling, das Marlene Dietrich in Die blonde Venus an den Spiegel geschrieben hat, bevor sie sich irgendwohin abgesetzt hat. Und das bedeutet, Kurzfassung, wer alleine reist, kommt am schnellsten voran. Also mach dich frei, mach dein Ding und vertraue auf dich selber und dann klappt es schon alles irgendwie. So, und das war genau das, was ich gemacht habe. Es hat sich bestätigt, dass alles so gut funktioniert hat, wie ich mir das dachte, und deshalb habe ich mir das dann tätowieren lassen. Und das sind so meine 2 allerwichtigsten Tattoos. Also zum Abschied noch ein paar Worte, die mir persönlich sehr wichtig sind. Ich finde es grundsätzlich immer ziemlich beschissen, wenn Menschen aufgrund ihrer äußerlichen Erscheinungen auf irgendeine Art und Weise in eine Schublade gesteckt werden. Und gerade als Schauspielerin oder Musikerin oder Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, kriegt man ruckzuck diesen Stempel weg, dass ja, tätowiert kann man nicht ernst nehmen, ist irgendwie doof, ist irgendwie assi. Stimmt überhaupt nicht, trifft überhaupt nicht zu, lernt die Menschen selber kennen, lernt mich selber kennen und macht euch ein eigenes Bild davon. Und es gibt einfach Menschen, die sind tätowiert nicht aus diesem Trend hervor, sondern weil es wirklich was für sie zu bedeuten hat und weil da was dahinter steckt. Und das hat absolut nichts damit zu tun, wie viel ein Mensch im Kopf hat, was ein Mensch kann oder wie ernstzunehmend der Mensch ist. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja selber noch ein bisschen was zu euren Tattoos erzählen, zu euren Geschichten erzählen, zu eurem Leben erzählen, und ich freue mich drauf. Bis bald.